Der Twingo wird einfach rosa. Kommen auf den Kanal Bodenfreiheit. Heute wird der Twingo rosa foliert. Nicht ganz gewisse Teile und wir gehen heute zum Folierer. Let's go! Wir fahren jetzt erstmal in die Waschstraße, denn das Auto muss vorher sauber gemacht werden. Oh Gott, Leute, ich liebe den Wendekreis vom Twingo. Das ist einfach so mega. Kann jeder sagen, was er will, ne? Twingo ist das bestes Auto. Ach ja, I forgot. About it. Faltdach. Let's go. Ich brauche erstmal Kleingeld. Ich habe keine Münzen. Unbedingt dann Dach schließen, ne? So, ich habe jetzt 5 Waschmarken. Ich glaube, das reicht aus. Habe mir noch einen kalten Kaffee geholt. Und dann fahren wir mit dem Twinkie da rein. Let's go. Ach ja, ich liebe mein Twingo. Einfach ein schönes Auto. Okay. Keine Ahnung, wie das geht, aber ich glaube, ich hole jetzt das Ding, ne? Oha. Okay, los geht's. Aktivschaum. Beeilen. Noch 40 Cent. Irgendwie reicht das nicht, glaube ich. Ich hoffe, das Auto ist ausreichend sauber. Keine Ahnung, irgendwie mit Filmen und so hat es doch mehr Zeit gekostet. Und ja, ich glaube, so 1, 2 Waschmacken hätte ich natürlich gerne mehr gebraucht, aber was soll's, ne? In die Halle. Dann wird er da drinnen foliert. Hintergrund ist, es ist sehr warm und das ist nicht so ganz optimal für die Folierung. Deswegen machen wir das Ganze drinnen. Mal das 16V-Ding da, dieses kleine Ding mal entfernt, genau. Und gerade sind wir dabei herauszufinden, wie man diese Seitenblinker, nennt man das, glaube ich, entfernt. Ja, keine Ahnung, wie man das macht, falls jemand einen Tipp hat, aber irgendwie werden wir es ja herausfinden. Die Seiten, also diese Kotflügel, sollen rosa werden. Bin schon sehr gespannt, wie das aussieht. Okay, wir versuchen diesen Seitenblinker hier abzumachen. Ich probiere es mal selber, weil ja, zur Not muss ich mir halt einen vom Schrottplatz holen. Das ist halt nur das da. Und ansonsten weiß ich nicht, wie hebelt man das denn aus? Das ist einfach nur eingesteckt. Fuck, ich habe es kaputt gemacht. Aber tatsächlich, schau mal, hier ist so eine Steckerverbindung. Weißt du, was ich meine? Und hoch. Ja. Beiden Seiten scheinbar. Ja, passt. Ich hab's. Geil. Okay. Auch geschafft. Naja, egal. Dann muss ich halt von dem Schlachter-Twingo das herholt oder auf dem Schrottplatz. Ist mir wurscht. So, dann stecke ich mal aus. Moment. Schlüssel hoffentlich. Nicht, dass ich den Stromschlag kriege. Da hast du sogar keinen Strom drauf. Du brichst doch nicht. Passiert nichts, keine Angst. Ja. Sicher ist sicher. Du schauen, dass wir das Kabel nicht verlieren, ne? Nee, das hängt da dran. Ja, das muss rein. Und dann aber hoffen, dass nicht runterfällt. Ja, Weil sonst kommen wir nicht mehr ran. Ja, das wäre nicht so toll. Und das war's schon. Kurze Werbeunterbrechung für unser Naturbummler Dachzelt. Das Aluloft XXL kommt mit. Ich zeige euch mal. Dieses Dachzelt ist für 3 bis 4 Personen. Wir fangen mal vorne an. Ihr habt hier Überdachung. Das ist mega. Wenn es regnet, kommt mal mit. So viel Platz habt ihr. Habt eine Liegefläche von 1,80 Meter. Ihr habt hier auf jeden Fall eine Lichtleiste integriert. Einfach die Powerbank anschließen, in so eine Tasche rein. Apropos Tasche, hier habt ihr super viele Staufächer. Das ist wirklich perfekt. Wie ihr seht, fast alles belegt. Und diese Tasche ist ganz besonders. Ihr könnt einfach ein iPad reinlegen und dann Fernsehen schauen, während ihr dann, so wie ich gerade, liegt. Und meine Schwester ist gerade zum ersten Mal mit uns campen und sie hat gesagt, diese Matratze ist bequemer als ihr Bett zu Hause. Hintergrund, ihr habt nicht nur eine Matratze hier, sondern on top wird euch noch ein Topper mitgeliefert. Der Bezug ist waschbar, also perfekt mit Kleinkind. Und bevor ihr reingeht, habt ihr links
und rechts solche Schuhtaschen. Ich muss sagen, dieses ganze Konzept hier vom Dachzelt ist super überlegt. Ab einer Dachlast von 75 Kilogramm könnt ihr also das Aluloft XXL draufpacken. Perfekt für Familien. Und falls ihr überlegt, euch ein Dachzelt zu holen, schaut doch gerne bei Naturbummler vorbei. Mit dem Code Bodenfreiheit70 spart ihr euch noch etwas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Fahrzeug wird jetzt ein bisschen gereinigt, dass das einigermaßen sauber ist. Ich war zwar schon in dieser Waschanlage, aber das war leider, ich glaube, das muss trotzdem vorher noch mal gereinigt werden, oder? Ja. Ist auf jeden Fall bewusst, dass die ganzen Kratzer, die da sind, okay, hier ist es nicht so schlimm, aber die wird man auch da sehen, also trotz Folierung. Das ist mir voll bewusst. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert, dass es irgendwie anders ist. Egal, es soll kein Neuwagen sein, es soll nicht Picobello sein, es soll einfach nur bunt sein. Ah, da kommt die Folie. Der Twingo wird einfach rosa. Schaut euch das an, schaut euch das an. Oh. Es wird lustig, es wird richtig gut. Ich freue mich. Wegen dem Wetter ist das Ganze etwas mühseliger, das zu folieren. Aber ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt schon gelungen. Von der Farbe her gefällt mir die Kombi richtig gut. Kostet es, ein Auto zu folieren? Ich habe jetzt mit dem Sascha gesprochen und es ist super individuell und kommt auf das Fahrzeug an. Für meinen Twingo haben wir mal gesagt, also ein Auto komplett zu folieren ist etwas günstiger als einzelne Teile. Man sagt vielleicht für ein kleines Auto um die 800 €, aber wie gesagt, es ist super individuell und er nennt auch keinen Preis, bevor er nicht das Auto gesehen hat. Und dann kommt noch mal drauf an, dann kommt ja noch mal die Folie dazu und die kostet ja auch etwas und da gibt es auch von günstig bis teuer verschiedene Folien. Das ist einfach das Genialste. Das ist so ein Band mit einer Schnur drin und das wird jetzt über diese da dran gemacht. Und dann schaut euch das an, was er jetzt draus macht. Sascha, der hat so eine Schnur und die ist so genial, weil das zieht man dann einfach ab und dann hat man schon ja, diese Kante hier weg. Also richtig clever. Und hier ist auch diese Schnur. Man sieht auch leicht meine Kratzer vorher, also die Folie macht das nicht weg, aber das hatte Sascha ja auch vorhin gesagt. Fand ich nur interessant, das jetzt zu sehen, dass es tatsächlich jetzt so ist. Bingo ist fertig. Es schaut wild aus. Kurzzeitig habe ich gedacht, boah, werde ich das nicht bereuen, was ich hier mache. Es ja, schaut etwas wild aus. Ich muss mal ein paar Nächte drüber schlafen, ob ich mich damit anfreunden kann, ob ich nicht eventuell noch was ändere, wie auch immer. Aber ja, jetzt ist vollbracht die Arbeit. Danke dir, Sascha. Ich fahre jetzt mal mit meinem bunten Twingo nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Ergebnis zeige ich euch jetzt.